im Norden Thailand, da wird es manchmal ganz schön kalt. Hallo, Nico hier, schön dich zu sehen. Also heute Morgen sind es nur 15 Grad, darum brauche ich auch eine Mütze. Das ideale Frühstück dafür ist eine schöne, warme Khao Dom, eine thailändische Reissuppe. Und bevor ich mir die hier genehmige, da zeige ich erstmal, wie ich die gekocht habe. Die wichtigste Zutat ist natürlich der Reis und ich wollte unbedingt kurz zeigen, von wem und wie der Reis von Hand gedrescht wird. Reis ist zentraler Bestandteil der thailändischen Ernährung und nachdem ich dabei geholfen habe, den Reis zu dreschen, habe ich noch größeren Respekt davor. Meine Hände waren danach blutig und ich hatte 3 Tage Muskelkater. Großen Respekt also für all die Menschen, die den Reis anbauen und ernten. Wir beginnen auch mit Reis und zwar damit, den Reis zu kochen. Normalerweise wird für Khao Dom Reis vom Vortag verwendet. Wenn du also welchen übrig hast, kannst du den Teil hier überspringen. Das Rezept ist übrigens für 2 Personen und ich verwende hier 100 Gramm rohen Jasminreis. Wenn du eine dickere Suppe ähnlich eines Porridge bevorzugst, dann kannst du auch 200 Gramm Reis verwenden. Den Reis wasche ich kurz, um lose Stärke abzuwaschen. Dadurch klebt der Reis nach dem Kochen nicht zusammen. Den Reis setze ich mit 150 Milliliter Wasser auf. Wenn du 200 Gramm verwendest, dann halt 300 Milliliter Wasser. Den Topf mit einem Deckel verschließen und den Reis bei großer Hitze zum Kochen bringen. Wenn der Reis kocht, auf schwache Hitze reduzieren und den Reis für etwa 15 Minuten kochen. Während der Reis kocht, können wir die anderen Zutaten vorbereiten. Ich habe hier Koriander mit Wurzeln. Wenn du den nicht bekommst, geht auch Sellerie, da er der Korianderwurzel geschmacklich recht ähnlich ist. Die Wurzeln und das Koriandergrün waschen und ordentlich trockenschütteln. Die Wurzeln schneiden wir einfach gerade ab, die werden im Ganzen verwendet. Das Koriandergrün dann noch etwas klein schneiden, das verwenden wir später als Garnitur. Wie bereits erwähnt, geht alternativ Stangensellerie. Der thailändische Stangensellerie sieht dem Koriander auf den ersten Blick sehr ähnlich. Die Wurzeln sehen aber ganz anders aus. Er ist etwas kleiner als der Stangensellerie, den du gewohnt bist, schmeckt aber gleich. Falls du also Stangensellerie verwendest, wasche ihn und schneide ihn in möglichst kleine Stücke oder dünne Scheiben. Man kann ihn auch ganz lassen und nimmt ihn nach dem Kochen aus der Suppe, wenn man ihn nicht mag. Weiter brauchen wir Ingwer. Ich habe hier ein etwa 4 cm langes Stück geschält und gewaschen. Den Ingwer in dünne Scheiben schneiden und dann weiter in feine Streifen. Dazu kommen noch 2 Knoblauchzehen, die wir einfach in dünne Scheiben schneiden. Inzwischen ist dann auch der Reis fertig und kann abgegossen werden. Als nächstes bringen wir 0,8 Liter Wasser mit 1 Esslöffel Sojasauce, selber gemacht übrigens, und einem Teelöffel Salz bei großer Hitze zum Kochen. Sei so lieb und unterstütze den Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst, weil das Video dann auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Hilf mir bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! In das kochende Wasser zupfen wir etwas Hackfleisch in kleine Stücke und lassen die Brühe für 10 Minuten kochen. Ich habe hier etwa 50 Gramm Schweinehackfleisch verwendet. Du kannst aber so wenig oder so viel verwenden, wie du magst, oder es ganz weglassen. Khao Dom wird auch häufig mit Garnelen gekocht, das ist dann besonders fein. Alle Zutaten stehen übrigens noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Nach 10 Minuten den Reis dazugeben, den Knoblauch, den Ingwer und die Korianderwurzeln oder den Sellerie, falls du Sellerie anstatt Korianderwurzeln verwendest. Damit der Geschmack auf die Brühe übergehen kann, lassen wir alles für 5 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln. Und
Und das ist dann die ideale Gelegenheit, sich mal kurz hinzusetzen und zu entspannen, um in Simply Thai zu schmökern, dem Kochbuch für einfache und schnelle Gerichte aus Thailand, das ich zusammen mit meiner Frau geschrieben habe. Wir haben die Rezepte im Buch so interpretiert, dass man sie mit gewöhnlichen Zutaten aus dem Supermarkt zubereiten kann. Wobei ich persönlich einen Besuch im Thailaden immer sehr spannend finde, da gibt es immer so viel zu entdecken. Das Buch Simply Thai bekommst du in der Buchhandlung deines Vertrauens oder online. Einen Link dafür habe ich unterhalb vom Video in der Infobox. So, genug Eigenwerbung, weiter geht's mit der Reissuppe. Am Ende muss die Suppe noch mit 3 bis 4 Prisen Pfeffer abgeschmeckt werden. Am besten natürlich frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Einmal kurz probieren. Okay, da fehlt mir noch ein wenig Salz dran. Ja, und dann kann serviert werden. Oh, da freue ich mich jetzt echt drauf. So, also ganz wichtig, natürlich noch ein bisschen hier von unserem geschnittenen Koriander und frittierter Knoblauch. Ich meine, nicht, dass da schon genug Knoblauch drin ist. Also da kann ruhig noch ein bisschen mehr. Das ist wirklich mega lecker mit dem frittierten Knoblauch. Und mir läuft auch schon wieder das Wasser im Mund zusammen, vom Feinsten. Dann zum Servieren wird die Suppe immer noch mal mit ein bisschen Pfeffer garniert. Ja, und wenn du das jetzt sehen könntest, das sieht richtig gut aus und sehr lecker. Und ich probiere mal ganz kurz. Was soll ich sagen? Die schmeckt tatsächlich genauso, als ob meine Frau die gekocht hätte. Also, ich genieße jetzt hier meine Khao Tom, meine thailändische Reissuppe zum Frühstück. Meine Frau natürlich auch, aber die ist ein bisschen kamerascheu. Also, das gesagt. Der Nico verabschiedet sich für heute. Dankeschön fürs Einschalten. Danke, dass du mich bis hierher begleitet hast. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. In dem hier oder in diesem leckeren Thai-Food-Video. Das gesagt. Also, der Nico ist weg. Das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da und dann ist der Nico weg. Tschüss. Hier. Khao Tom kochen gehen. Das ist richtig lecker. Ein Schlürfen nicht vergessen. Ja.